Manchmal scheint das Leben stillzustehen, als hielte die Zeit selbst den Atem an. In diesen Momenten öffnet sich ein unsichtbares Prüfungsfeld, das weder durch äußere Macht noch durch Wissen überwunden werden kann. Es fordert nur eines: die Begegnung mit der eigenen Tiefe und die Konfrontation mit dem Schatten, der alle verborgenen Ängste, unerfüllten Sehnsüchte und unerkannten Sehnsüchte trägt. Die Seele spürt zunächst nur diffuse Angst. Die Dunkelheit, die sie umgibt, wirkt undurchdringlich, doch in dieser Angst liegt der erste Hinweis auf die Präsenz des Schattens. Alte Verletzungen, verpasste Chancen, unbeachtete Träume, all dies wird in der Stille sichtbar, wenn man bereit ist zu sehen. Wer den Schatten ignoriert, wird immer wieder auf dieselben Hindernisse stoßen. Wer ihn akzeptiert, erkennt die verborgene Ordnung der eigenen Psyche. In dieser Stille offenbart sich die Synchronizität des Lebens. Kleine Zufälle, Begegnungen oder unerwartete Gefühle erscheinen zunächst bedeutungslos, doch sie sind Hinweise des Universums. Sie zeigen, dass kein Schritt umsonst ist, dass alles, was geschieht, Teil eines größeren Musters ist. Schmerz, Enttäuschung, Einsamkeit, nichts davon ist Strafe, alles dient der Vorbereitung auf inneres Wachstum und die Entwicklung der eigenen Wahrhaftigkeit. Die Seele beginnt zu verstehen, dass wahres Licht nicht von außen kommt. Wer sich selbst in allen Facetten akzeptiert, erkennt die Harmonie in sich selbst und in der Welt. Die Prüfungen manifestieren sich in Symbolen, Träumen, Erinnerungen, wiederkehrenden Mustern. Wer aufmerksam ist, erkennt darin Archetypen, der Weise, der Trickster, die große Mutter und der Schatten, und versteht, dass sie Lehrer, Begleiter und Spiegel zugleich sind. Jede Erfahrung, so subtil sie auch sein mag, trägt die Saat der Transformation. Die Seele lernt, dass Freude und Schmerz, Licht und Dunkel, Hoffnung und Verzweiflung nebeneinander existieren müssen, um Ganzheit zu erreichen. Angst verliert ihre Macht, sobald sie anerkannt wird. Schmerz wird zur Lehrerin, Einsamkeit zum Wegweiser. Die innere Stimme spricht leise: Nur wer seine eigene Tiefe betritt, wird die Wahrheit erkennen, die jenseits aller Illusionen liegt. Die Seele hört zu, Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug, und erkennt, dass die Prüfungen des Lebens niemals zufällig sind. Jede Begegnung, jede Entscheidung, jeder Verlust ist ein Spiegel der inneren Realität. Während die Seele tiefer in sich selbst blickt, offenbaren sich Muster, die zuvor unsichtbar schienen. Erinnerungen an verpasste Chancen werden neu bewertet. Alte Verletzungen verwandeln sich in Quellen der Weisheit. Die Dualität von Licht und Dunkel, Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung verliert ihre trennende Macht. Alles ist miteinander verbunden. Alles dient der Entfaltung der Seele. Die Prüfungen sind oft lang, zäh und erschöpfend. Tage, an denen Dunkelheit alles zu verschlingen scheint, wechseln mit Momenten des Lichts, in denen alles Sinn ergibt. In diesem Wechsel formt sich Resilienz, Geduld und innere Klarheit. Die Seele lernt, auf die subtilen Zeichen des Universums zu achten und die Synchronizität als Wegweiser zu nutzen. So beginnt die Reise, nicht als Kampf gegen äußere Umstände, sondern als tiefe, innere Begegnung. Die Seele tritt Schritt für Schritt durch die Schatten, hört auf die leisen Stimmen, erkennt Archetypen und lernt, dass wahres Licht, wahre Liebe und wahre Kraft von innen kommen. Nachdem die Seele das unsichtbare Prüfungsfeld betreten hat, tritt der Schatten unweigerlich hervor. Er ist kein Feind, sondern ein Lehrer, der all jene Teile des Selbst trägt, die lange verborgen, verleugnet oder vergessen wurden. Alte Ängste, ungelebte Träume, unerfüllte Sehnsüchte, alles manifestiert sich in seiner Präsenz und fordert die Seele heraus, sich selbst zu erkennen. Die Begegnung mit dem Schatten ist herausfordernd. Sie verlangt Mut, Geduld und die Bereitschaft, sich ohne Illusionen zu sehen. Wer flieht, entgeht der Leere. Wer bleibt, erkennt die verborgenen Muster und die innere Ordnung der Psyche. Die Seele stellt leise Fragen: Wer bin ich, jenseits der Rollen, die ich spiele? Wer bin ich ohne Masken, Erwartungen und Urteile? Während diese Auseinandersetzung fortschreitet, offenbart sich die Dualität des Lebens. Licht und Dunkel, Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung existieren nebeneinander. Wer die Dunkelheit anerkennt,
beginnt die innere Harmonie zu spüren. Angst verliert ihre Macht, Schmerz wird zur Lehrerin, Einsamkeit zum Wegweiser. Die Synchronizität wird zunehmend spürbar. Ereignisse, die zunächst zufällig erscheinen, fügen sich zu einem Muster, das Sinn und Richtung offenbart. Jede scheinbare Niederlage, jeder Rückschlag wird zur Vorbereitung auf kommende Herausforderungen. Die Seele beginnt, auf die subtilen Zeichen des Universums zu achten und sie zu interpretieren. Symbolische Erfahrungen, Träume, wiederkehrende Muster, unerklärliche Gefühle helfen, die Archetypen zu erkennen. Der Weise bietet Führung, der Trickster stellt Prüfungen, die zu Selbstreflexion führen, die große Mutter fordert, aber gibt zugleich Fürsorge. Und der Schatten zeigt, was gesehen werden muss. In diesem Prozess entwickelt die Seele Resilienz. Sie lernt, dass wahre Stärke nicht von außen kommt, sondern aus der Fähigkeit, sich selbst vollständig zu erkennen und zu akzeptieren. Liebe, Mitgefühl und Verständnis entstehen nicht aus äußeren Belohnungen, sondern aus der inneren Ganzheit. Mit jedem Schritt durch diese inneren Prüfungen wird die Seele klarer, ruhiger und stärker. Sie versteht, dass alle Erfahrungen, auch die schmerzhaften, wertvoll sind. Jede Begegnung, jede Herausforderung, jede Enttäuschung dient der Entwicklung der inneren Weisheit. Schließlich beginnt die Transformation. Die Dunkelheit verliert ihre Bedrohlichkeit. Schmerz wird zur Lehrerin und die Seele erkennt, dass die Prüfungen des Lebens niemals zufällig sind. Alles hat eine Funktion, zur Erkenntnis, zur Reifung und zur Vorbereitung auf tiefere innere Erfahrungen. Die Seele spürt ein erstes Leuchten des inneren Lichts, das aus der Anerkennung des Schattens hervorgeht. Sie beginnt, die Harmonie in der Dualität zu sehen und die Synchronizität als Geschenk zu erkennen. Die Reise hat noch kein Ende, doch der Weg wird klarer, ruhiger und voller Hoffnung. Nachdem die Seele den Schatten anerkannt, durchschritten und die subtilen Lektionen des Lebens gelernt hat, beginnt die Phase der inneren Vollendung. Alles, was zuvor Angst und Zweifel erzeugte, wird nun zu einem klaren Spiegel der eigenen Tiefe. Die Prüfungen, die einst bedrohlich erschienen, werden als unersetzliche Begleiter auf dem Weg zur Ganzheit erkannt. Schmerz, Einsamkeit, Enttäuschung, sie verlieren ihre destruktive Macht und offenbaren dagegen die verborgene Ordnung der Seele. Die Seele erkennt nun, dass wahres Licht nicht von außen kommt. Es entsteht nur durch die bewusste Begegnung mit der eigenen Dunkelheit, die Anerkennung der Schattenseiten und die Integration aller Aspekte des Selbst. Wer diesen Weg geht, spürt eine tiefe innere Ruhe, die nicht aus äußeren Umständen resultiert, sondern aus der bewussten Akzeptanz der eigenen Realität. Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung, all diese Gegensätze sind keine Feinde, sondern Partner auf dem Pfad zur Selbstverwirklichung. Die Synchronizität des Universums wird klar und unmissverständlich spürbar. Ereignisse, die zuvor zufällig oder bedeutungslos erschienen, fügen sich nun zu einem harmonischen Muster zusammen, das Sinn und Richtung offenbart. Jeder scheinbare Niederlage, jeder Rückschlag wird zur Vorbereitung auf kommende Herausforderungen. Die Seele beginnt, auf die subtilen Zeichen des Universums zu achten und sie zu interpretieren. Symbolische Erfahrungen, Träume, wiederkehrende Muster, unerklärliche Gefühle helfen, die Archetypen zu erkennen. Der Weise bietet Führung, der Trickster stellt Prüfungen, die zu Selbstreflexion führen, die große Mutter schenkt Fürsorge und fordert zugleich die Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Realität. Und der Schatten zeigt unmissverständlich, welche Aspekte des Selbst bisher verdrängt oder verleugnet wurden. Die Archetypen sind nicht nur Lehrer, sondern auch Spiegel, in denen die Seele ihre eigene Ganzheit erkennt. Die Seele beginnt alle Erfahrungen als ein einziges, zusammenhängendes Geflecht zu sehen. Jede Erinnerung, jede Enttäuschung, jede Freude fügt sich nahtlos in das größere Muster des Lebens ein. Alte Verletzungen verlieren ihre schmerzhafte Schärfe und verwandeln sich in Quellen der Weisheit und Verständnis. Einsamkeit wird nicht länger als Strafe empfunden, sondern als notwendiger Raum, in dem die Seele reflektiert, sich selbst erkennt und die innere Stimme hört. Mit der zunehmenden Integration der Dunkelheit in das Selbst wächst die Fähigkeit zur Liebe. Doch es ist eine andere Art von Liebe. Keine abhängige, bedürftige Liebe, sondern eine tiefe, bewusste und mitfühlende Liebe, die aus der Ganzheit entsteht. Die Seele erkennt, dass wahre Liebe nicht gesucht, sondern erfahren wird, sobald die innere Harmonie erreicht ist.
Mitgefühl entsteht nicht durch äußere Belohnung, sondern aus der eigenen Fähigkeit, die Dualität des Lebens zu akzeptieren. Die Transformation zeigt sich auch in der Wahrnehmung der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu einem kontinuierlichen Prozess der Erkenntnis. Alte Fehler erscheinen nicht mehr als Hindernisse, sondern als notwendige Lektionen. Jede Erfahrung, jede Begegnung und jeder Rückschlag wird als Teil der Evolution des Selbst gesehen. Die Seele versteht, dass alle Ereignisse, so schwierig sie auch scheinen mögen, Teil eines größeren universellen Musters sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Phase ist die tiefe Verbindung zur inneren Stimme und Intuition. Die Seele lernt, auf die subtilen Zeichen des Universums zu achten, ein unerwartetes Gefühl, ein Traum, ein flüchtiger Gedanke. Alles wird als potenzieller Hinweis interpretiert, der den Weg zur Ganzheit zeigt. Die innere Weisheit, die in der Stille wächst, wird zur Leitlinie für Entscheidungen und Handlungen. Die Phase der Vollendung ist jedoch kein Zustand der Stagnation. Sie ist dynamisch, fließend und fortwährend. Die Prüfungen des Lebens hören nicht auf, aber ihre Bedrohlichkeit schwindet. Die Seele begegnet ihnen nicht mehr mit Angst, sondern mit Klarheit, Akzeptanz und innerer Stärke. Rückschläge werden zu Chancen, Schwierigkeiten zu Lehrern und jede Herausforderung dient der weiteren Reifung des Selbst. In dieser tiefen Phase der Integration beginnt die Seele, das Leben aus einer neuen Perspektive zu erfahren. Sie erkennt, dass alles, was geschieht, Freude, Schmerz, Liebe, Verlust, Ausdruck einer höheren Ordnung ist. Nichts ist zufällig und alles hat Bedeutung. Die Synchronizität wird zur lebendigen Erfahrung, die jede Handlung, jede Begegnung und jedes Ereignis mit Sinn erfüllt. Die innere Harmonie manifestiert sich als ein Zustand der Ruhe und des Friedens, der nicht von äußeren Umständen abhängt. Die Seele spürt das Licht in sich selbst, das aus der bewussten Begegnung mit der eigenen Dunkelheit hervorgegangen ist. Sie erkennt, dass sie nie getrennt war, weder von sich selbst noch vom Universum. Alles ist miteinander verbunden, alles dient der Entfaltung der inneren Weisheit. Schließlich erreicht die Seele einen Zustand, der jenseits von Angst, Schmerz und Zweifel liegt. Die Prüfungen des Lebens werden nicht mehr als Hindernisse gesehen, sondern als Geschenke, die die Tiefe des Selbst offenbaren. Die Liebe, die aus der Ganzheit entsteht, wird zur Basis für Mitgefühl, Verständnis und authentische Begegnungen mit anderen. Die Reise der Seele endet nicht, aber sie erreicht eine neue Ebene des Bewusstseins. Ein Bewusstsein, in dem Licht und Dunkel, Freude und Schmerz, Hoffnung und Verzweiflung harmonisch koexistieren. Die Seele lebt in Einklang mit sich selbst und dem Universum, bereit, alle Erfahrungen bewusst und reflektiert zu erfahren. Am Ende bleibt die Erkenntnis, alles, was geschieht, dient der Entfaltung der Seele. Jede Prüfung, jede Herausforderung, jede Begegnung ist ein Schritt auf dem Pfad zur inneren Vollkommenheit. Die Seele hat ihre Schatten durchschritten, die Archetypen verstanden, die Synchronizität erkannt und das innere Licht gefunden. Sie ruht nun in einem Zustand tiefer Harmonie, bereit, das Leben in all seiner Komplexität, Tiefe und Schönheit bewusst zu erleben.